Hallo, hier ist Simone von Candy Delicious und heute geht es ums Ansetzen vom Sauerteig. Unseren haben wir damals aus dem Bioladen geholt und dann immer weiter gefüttert. Aber mich hat schon lange interessiert, wie schwierig ist es wirklich, einen Sauerteig selbst anzusetzen und vor allem, was funktioniert. Was funktioniert besser? Bei Raumtemperatur, im Backrohr oder in einer Gärbox? Ich habe mich deshalb entschieden, es parallel auszuprobieren. Einen Sauerteig habe ich ganz normal bei Raumtemperatur angesetzt und täglich gefüttert und einen zweiten gleichzeitig in der Gärbox, die ich euch unten verlinkt habe. Die Raumtemperatur lag bei uns durch die Fußbodenheizung ziemlich konstant zwischen 22 und 24 Grad und auch in der Nacht. In der Gärbox war die Temperatur sowieso durchgehend stabil. An Tag 3 waren beide Ansätze richtig aktiv, aber an Tag 4 und 5 ist bei beiden deutlich weniger passiert. Und genau an diesem Punkt hätten wir fast aufgegeben. Man hört ja überall, dass der Sauerteig nach 5 Tagen fertig sein sollte. Wir haben uns trotzdem entschieden, weiterzumachen und das war im Nachhinein genau richtig. Wenn du wissen willst, welcher Ansatz am Ende wirklich etwas geworden ist, dann bleib bis zum Schluss dran. Ich habe dafür 2 große Glasgefäße mit normalen Schraubverschlüssen verwendet. Ich habe extra große genommen, weil ich nicht wusste, wie stark der Sauerteig aufgeht und ich kein Übergehen riskieren wollte. In jedes Glas gebe ich 50 Gramm Wasser mit einer Temperatur zwischen 25 und 28 Grad. Jetzt geben wir 50 Gramm Roggenmehl dazu, also genau die gleiche Menge wie beim Wasser. Ich nehme dafür immer Roggenmehl, weil wir den Geschmack einfach am liebsten mögen und gute Erfahrungen damit gemacht haben. Wichtig ist, dass Wasser und Mehl im gleichen Verhältnis sind, damit sich alles schön gleichmäßig vermischen lässt und eine glatte, cremige Masse entsteht. Für das Ansetzen verwenden wir nur Roggenmehl. Wenn der Sauerteig dann fertig ist und ihr ihn später zum Füttern wieder aus dem Kühlschrank nehmt, könnt ihr gerne Roggen-Vollkornmehl verwenden, weil das für die Candida-Diät am besten passt. Wichtig ist, dass wirklich alles gut verrührt ist, damit sich der Sauerteig gleichmäßig entwickeln kann. So, jetzt reinigen wir noch die Ränder vom Glas, damit alles schön sauber ist und wir später sehen können, wie weit er aufgegangen ist. Jetzt kommt der Deckel drauf, aber nur locker auflegen und nicht fest zuschrauben, damit die Gase entweichen können. Auf unserem Thermometer könnt ihr sehen, dass die Raumtemperatur bei 23 Grad liegt. Jetzt wiederholen wir das Ganze noch einmal für den zweiten Ansatz. Auch hier gebe ich zuerst wieder 50 Gramm Wasser mit einer Temperatur zwischen 25 und 28 Grad ins Glas. Anschließend kommen wieder 50 Gramm Mehl dazu. Und dann verrühren wir alles gründlich, bis sich Mehl und Wasser vollständig verbunden haben und eine schöne gleichmäßige Masse ohne Klümpchen entsteht. Dabei achte darauf, auch den Rand gut mitzunehmen, damit wirklich alles gleichmäßig vermischt ist und der Sauerteig eine gute Grundlage hat. Und auch jetzt legen wir den Deckel wieder nur locker drauf und verschließen ihn nicht fest. Dieser Sauerteig kommt jetzt in die Gärbox. Ich habe dafür einen kleinen Rost hineingelegt, damit der Sauerteig nicht direkt am warmen Boden steht, sondern die Wärme gleichmäßig rundherum bekommt. So hat er konstante Bedingungen und kann sich optimal entwickeln. Das kleine Thermometer, das in die Gärbox gehört, dürft ihr nicht vergessen, damit ihr die Temperatur jederzeit kontrollieren könnt. Danach verschließen wir die Box einfach mit dem Reißverschluss und stellen die Temperatur auf 23 oder 24 Grad ein. Bei der Zeiteinstellung geht die Gärbox leider nur bis 12 Stunden und dreht sich danach ab. Ich habe nach ungefähr 11,5 Stunden jedes Mal den Timer wieder ab- und aufgedreht, damit die Zeit wieder von vorne wegläuft. Die Einstellungen bleiben gespeichert.
An Tag 2 kontrollieren wir, was sich in den letzten Stunden in unseren Sauerteigansätzen getan hat. Der Ansatz in der Gärbox hat sich sehr gut entwickelt. Er ist deutlich aufgegangen und man kann sehen, dass sich bereits viele kleine Bläschen gebildet haben. Die Oberfläche wirkt zwar noch etwas trocken, aber das ist völlig normal. Schauen wir uns jetzt unseren zweiten Ansatz an. Auch hier sehen wir, dass er schön aufgegangen ist und sich bereits viele kleine Bläschen gebildet haben. Die Oberfläche ist bei diesem Ansatz allerdings deutlich weniger trocken, was zeigt, dass er noch etwas mehr Feuchtigkeit behalten hat. Auch an Tag 2 wiederholen wir den gleichen Schritt wie am Vortag. Wir geben wieder 50 Gramm Wasser mit einer Temperatur zwischen 25 und 28 Grad in unser Glas. Ich gebe das Wasser immer zuerst hinein, weil sich der Ansatz so leichter verrühren lässt. Bevor wir das Mehl dazugeben, verrühre ich jetzt zuerst das Wasser mit dem bestehenden Ansatz, damit sich alles gut verbindet. Danach kommen 50 Gramm Roggenmehl dazu und anschließend rühren wir wieder alles gut durch. Gerade ab dem zweiten Tag wird der Sauerteig immer aktiver. Man merkt richtig, dass jetzt Leben hineinkommt. Genau diese Entwicklung wollen wir erreichen. Zum Schluss reinigen wir noch die Ränder des Glases, damit der Ansatz sauber bleibt. Wir kontrollieren noch die Raumtemperatur und wir können sehen, dass sie konstant bei etwa 23 Grad liegt. Ideale Bedingungen für die weitere Entwicklung unseres Sauerteigs. Im Schnelldurchlauf wiederholen wir den gleichen Schritt jetzt auch bei unserem zweiten Ansatz. Wir legen den Deckel wieder locker auf, damit noch Luftaustausch möglich ist und stellen das Glas zurück in die Gärbox. Jetzt verschließen wir die Gärbox wieder und schalten sie ein und aus, damit sie wieder 12 Stunden über Nacht läuft. Und dann sind wir gespannt, wie sich unser Sauerteig bis Tag 3 weiterentwickelt. Wow, unser Sauerteig bei Raumtemperatur ist richtig schön aufgegangen und voller Bläschen. Eine kleine Riechprobe. Der Geruch ist schon sehr angenehm. Und jetzt werfen wir einen Blick auf unseren Sauerteig in der Gärbox. Der sieht ebenfalls richtig gut aus. Er ist zwar etwas zusammengegangen, aber man erkennt viele kleine Bläschen. Wenn dein Sauerteig nach dem Aufgehen wieder zusammenfällt, ist das in den meisten Fällen genau das Zeichen, dass er Hunger hat und gefüttert werden sollte. Jetzt schauen wir uns beide im direkten Vergleich an. Man erkennt gut, dass sie ungefähr gleich viel aufgegangen sind. An Tag 3 wiederholen wir das Ganze noch einmal, 50 Gramm Wasser und 50 Gramm Roggenmehl. Und verschließen das Glas anschließend wieder, indem wir den Deckel locker drauflegen.
Zurück damit in die Gärbox und den Timer wieder ab und aufdrehen, damit die 12 Stunden wieder von vorne beginnen. Auch der zweite Ansatz wird jetzt gefüttert. Und wir wiederholen dabei die gleichen Schritte wie an den vorherigen Tagen. Die Raumtemperatur liegt gleich bei ca. 23 Grad. Ich bin schon gespannt, wie unser Sauerteig an Tag 4 aussieht. Interessanterweise sieht er jetzt wieder ähnlich aus wie an Tag 2. Er ist deutlich zusammengegangen und am Rand hat sich viel Kondenswasser gebildet. Am Geruch hat sich jedoch auch einiges verändert, er riecht hier wesentlich intensiver. Genau an diesem Punkt ist es jetzt wichtig, dranbleiben und nicht aufgeben. Jetzt ziehen wir uns das zweite Glas an. Auch hier hat sich optisch nicht viel verändert, es sieht ähnlich aus wie an Tag 2. Der Geruch ist auch bei diesem Ansatz wesentlich mehr geworden. Trotzdem machen wir ganz normal weiter und wiederholen die gleichen Schritte wie an den Tagen zuvor. In beide Gläser geben wir wieder 50 Gramm Wasser sowie 50 Gramm Roggenmehl und alles wieder gut vermischen. So, jetzt sind wir bei Tag 5 angekommen und man sieht, es haben sich ein paar mehr Bläschen gebildet, aber ganz fertig ist unser Sauerteig noch nicht. Beim Geruch hat sich jedoch deutlich mehr getan. Er ist jetzt viel intensiver und zeigt, dass er sich gut weiterentwickelt. Beim zweiten Ansatz sieht es ähnlich aus. Eine leichte Verbesserung ist da, aber er braucht noch etwas Zeit. Auch hier sieht man einige Bläschen und auch der Geruch ist deutlich intensiver. Auch an Tag 5 wiederholen wir den gleichen Schritt mit den gewohnten Mengen und lassen den Sauerteig anschließend weiterarbeiten. So, heute früh machen wir eine kurze Kontrolle. Das Gummiband, das wir gestern angebracht haben, zeigt die Veränderungen ganz genau. Man sieht, der in der Box ist deutlich mehr aufgegangen, wobei man bei dem anderen mehr Bläschen erkennen kann. Trotzdem lassen wir ihn noch bis am Abend stehen und beobachten weiter. Am Abend sehen wir uns das Ergebnis jetzt noch einmal an. Beide Ansätze sind hervorragend aufgegangen. Man kann bei beiden gleich viele Bläschen erkennen und eine schöne cremige Konsistenz. Auch hier sind wieder viele Bläschen zu erkennen und auch dieser hat eine sehr schöne cremige Konsistenz. Wie ihr sehen und auch hören könnt, ist dieser Ansatz perfekt. Auch der zweite wird getestet und auch der ist perfekt. Genau so soll er sein. Und jetzt können beide in den Kühlschrank. Ich habe aus beiden Ansätzen ein Brot gebacken, um sie direkt zu vergleichen und das Ergebnis ist wirklich überzeugend. Mein Fazit: Wenn ihr eure Raumtemperatur konstant halten könnt, funktioniert es auch ganz normal in der Küche. Wenn die Temperatur aber schwankt oder im Sommer zu hoch ist, dann macht eine Gärbox auf jeden Fall Sinn. Wenn euch unser Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal.